alle 5 Beethoven-Klavierkonzerte. Es ist aufgefallen, mir ist aufgefallen, Sie haben sich, was die Sonaten angeht, also was das Soloanwerk angeht, eher mit dem späten Beethoven Ja, ganz beschäftigt. späten. Und obwohl ich klarerweise viele der Beethoven-Sonaten spiele, aber so zur Aufnahme gebracht habe ich nur die letzten 5 bis jetzt. Und die Klavierkonzerte habe ich schon mit aufgenommen mit Herrn Sanderling. Mit Sanderling, ja. Also das ist meine große Liebe. Und der ja noch ich habe ihn heute früh besucht. 97 und 3/4. Ja. Und also so noch hellwach und scharf im Kopf, wie es nur geht. Aber leider kommt er nicht mehr in die Konzerte. Und das finde ich so schade. Ich habe versucht, ihn zu überreden. Aber Herr Sanderling, kommen Sie doch. Also er sagt, es ist zu schwierig zu laufen. Ja. Aber ich habe gesagt, kommen Sie doch im Rollstuhl, bitte, bitte. Also ich versuche es mal. Beim nächsten Mal, bei Beethoven-Klavierkonzerten versuche ich echt, dass ich ihn raushole. Aber die Konzerte, das ist ja nun kein später Beethoven, das ist ja eher früher und Bis früher mittlere also Phase. 1790er bis 1808, 9 ist, glaube ich, das S-Dur-Konzert dann. Ja. Es gibt frühere Skizzen, die gehen sogar in die 80er Jahre, also 1780er Jahre zurück. Ja. Also das erste Klavierkonzert ist jetzt dann Nummer 2, das B-Dur-Konzert, Genau. das ist verkehrt. Ja. Aber die Konzerte habe ich über die Jahre wirklich sehr oft mit solcher Hingabe und Liebe gespielt. Und obwohl das 5. Klavierkonzert zu einer Phase und von einer Art ist, die ich jahrelang in Solomusik gemieden habe, also Appassionata und. Aber inzwischen finde ich alle 5, aber wirklich alle 5, jedes so besonders, so schön, so einzigartig, wundervoll. Und natürlich ist für uns Klavierspieler und für die Musiker im Allgemeinen das Klavierkonzert Nummer 4, das G-Dur-Konzert, so was Besonderes. Aber es sind alle anderen auch. Und das ist natürlich, da gibt es irgendwo eine dünne Linie, die gezogen wird zwischen dem C-Dur-Konzert und dem C-Moll-Konzert. Nummer 3, da ist er plötzlich in einer anderen Welt. Ja, da ist plötzlich der Beethoven. Also Der große Beethoven ja. ist da, Ja. wovon wir als großer Beethoven, was wir als großen Beethoven nennen. Aber die Eigenschaft von Beethoven ist schon alles da. Und zwar diese seelische Welt von Beethoven ist schon, das hört man schon im B-Dur-Konzert, wo plötzlich was passiert. Man ist gehoben in einer Welt, man schwebt nur mehr und man schaut ganz weit in die Welt, ganz hoch in die weite Welt. So weit weg im Universum, da ist da ein Licht. Das ist schon da im B-Dur-Konzert. Ich glaube, das ist auch eine Sache, das, was den Beethoven nachher ausmacht. Das ist ja nicht nur Wien, was ihn musikalisch geprägt hat. Ich denke, seine Herkunft aus dem Rheinland, der war ja dicht dran an Frankreich. Und wenn man sich anhört, Musik französischer Komponisten aus dem späten 18. Jahrhundert, also Méhul, Gossec und wie sie alle heißen, da fühlt man sich wirklich manchmal sehr stark an Beethoven erinnert und da bekommt man so eine Ahnung davon, nee, es waren nicht nur die Wiener Komponisten, die ihn geprägt haben, sondern tatsächlich auch dieses Französische, was er ja in seiner Jugend viel gehört direkt hat im Rheinland eben viel stärker mitbekommen hat, als jetzt in anderen deutschen Gebieten oder deutschsprachigen Gebieten. Aber er hatte das große Glück, den großen Johann Sebastian, seine Musik gekannt zu haben. Ja. Das war damals nicht einmal so natürlich, weil damals war die Welt so anders, genau das Umgekehrte von heute. In dem Moment, wie groß man auch war, in dem Moment, wo man tot war, war schon vorbei. Und in der Welt von Beethoven, da fängt es schon wieder an, aber in der Welt von Mozart, Bach war Johann Christian und Karl Philipp Emanuel. Ja. Und wenn der Mozart zufällig nicht bei den Van Swieten die Noten in
Handschrift gesehen hätte, hätte der Mozart den großen Johann Sebastian vielleicht gar nicht gekannt. Ja. Nicht? Ja, Sie meinen jetzt diese Matineen, die da immer sonntags stattfanden, Ja, wo und er hat dann alte auch die Musik, Noten, alte in Musik Anführungszeichen, auch. gespielt Und er worden hat ist. dann die Noten, also der Van Swieten war auch ein Sammler, Musikliebhaber, Sammler, und er hat ein paar Manuskripte gehabt von Präludien und Fugen von Johann Sebastian. Und das hat der Mozart gesehen. Und das hat ihn dann geprägt, sogar den Mozart, weil Ja, vor allen besonders Dingen in der seinen Mozart. späten Jahren. Ich Ja, meine, wenn man genau, die also ganzen das hat er- kontrapunktischen Part, denken Sie, Jupiter-Symphonie, Ja, das kommt durch den Requiem. Beethoven, durch den Den Johann Franz- Sebastian. ja, 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 klar. ja. Und aber der Beethoven durch den Neffe hat er die Johann Sebastianische Musik gekannt. Und das hat ihn total geprägt. Aber er ist halt so wie die genialen Menschen sind, seine Welt ist seine eigene, obwohl er zum Beispiel den Mozart sehr verehrt hatte. Darüber spricht er, wie er also das D-Moll-Konzert 466, da soll er mal gesagt haben, solche Musik kann unser einer nicht mehr schreiben. Und da hat er dann halt eine Kadenz dazu. Ich wollte gerade sagen, er hat ja sogar Kadenzen für das Konzert genau. geschrieben. Ja. Aber der ist sich allein. Und so für sich, der ist sowas von einzigartig in seiner Art. Und zwar ist er der Größte, der Stärkste, der überhaupt jemals gelebt hat. Und seine Vision vom Universum ist, als ob er schon alles gewusst hätte, Black Hole und was weiß ich. All das, als ob er das alles schon erlebt hätte. Und seine seelische Tiefe und seine Kraft, sein Optimismus, in der absoluten Tragik nach oben zu schauen, von der Hölle den Himmel sehen zu können. Also diese Kraft, diese Vision, die gibt es sonst nirgends. Und da fühle ich mich immer, wenn ich diese große Musik spielen darf, man ist so beglückt und ich bin so dankbar. Ist es für Sie von Bedeutung, den ganzen Zyklus zu spielen, also alle 5 quasi in relativ kurzer Zeit dem Publikum nahezubringen? Oder wenn Sie manchmal nur, was weiß ich, dort eins spielen, dort mal ein anderes. Also diese zyklische Aufführung, ist das was Besonderes? Es ist was Besonderes. Wenn man die 5 letzten Klaviersonaten auf einmal spielt, da eröffnet sich eine andere Welt. Und genauso ist es, wenn man die 5 Klavierkonzerte wirklich sehr nah aneinander spielt. Da ändert sich etwas in mir. Ich kann das nicht beschreiben, warum oder wie, aber da passiert was. Und das ist natürlich ein Abenteuer, wenn das Publikum mitmachen kann. Es ist ganz wunderbar. Abschließende Frage. Sie kommen natürlich mit Ihren Vorstellungen von diesen Konzerten zu einem Orchester. Wie ist das dann in der Zusammenarbeit? Also man hat die Proben vorher, dann anschließend das Konzert. Inwieweit beeinflusst Sie das Kommunizieren mit dem Orchester jetzt in Ihrer eigenen Interpretation? Oder kommen Sie hin und sagen, so, das ist Ushidas Beethoven-Bild des C-Moll-Konzerts beispielsweise und das ziehe ich jetzt durch und lasse die mich mal schön begleiten? Oder ist da schon eine Interaktion da, die eventuell auch Ihr Spiel beeinflusst? Ja, sicherlich. Das ist eine Interaktion, ständige Interaktion. Vor allem, das ist nicht so stark wie in der Kammermusik, aber auf dem höchsten Niveau kann es doch vor allem kammermusikalische Momente geben, weil man hört einen Klang und man spielt schon anders. Und deswegen ist es jedes Mal anders, also jeden Tag ist es anders, aber mit jedem Orchester, mit jedem anderen Dirigenten passiert was anderes. Natürlich hat man eine Vision und man muss dran bleiben können und die Vision muss stark genug sein, dass ich mich hinsetze und spiele und muss dieses große Orchester überzeugen können. Sonst darf man nicht spielen. So, aber auch dann hört man das Orchester, wie das klingt. Und dann ist man davon inspiriert, beeinflusst. Und
Und man hört einander, aufeinander. Und das ist dann, wenn das dann im Konzert dann auf einem sehr erhobenen Niveau passiert, dass man auch wie das Publikum mithört, kann auch eine Rolle mitspielen. Mhm. Da ist eine andere Stille in jedem Konzert. Und sogar das macht was aus. Und wenn das alles zusammenkommt, ist das was Herrliches. Und deswegen ist ja ein öffentliches Konzert immer so viel aufregender als eine Studioaufnahme. Die Studioaufnahme kann man perfekt machen und was weiß ich. Aber wenn alles so zusammenkommen muss, das ist aber aufregend. Das ist ein wirkliches Abenteuer. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche unserem Orchester und unserem Publikum im Februar, dass wir abenteuerliche, spannende, wunderschöne Konzerte mit Ihnen erleben hier, mit den Beethoven-Klavierkonzerten. Wir freuen uns auf Sie, wenn wir uns im Februar alle hier in diesem Haus wiedersehen. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen und ich freue mich schon, ich träume jeden Tag schon davon. Dankeschön. Danke.